Hallo ihr Lieben, heute experimentieren wir ein wenig mit allen Arten von Resten, die wir haben an Farbe und mit Junk-Papier, ne, was so ins Haus geflattert kommt, Brottüten, Verpackungsmaterial und so weiter, auch ein bisschen Stoff und erstellen diese grungigen Hintergrundpapiere. So, und da habe ich hier einmal so Butterbrot, Butter, also hier so von Brötchentüten und um Kuchen rum und sowas das Papier genommen und habe hieraus jetzt zum Beispiel einen Umschlag gemacht und der klingt total toll. Der ist auch so ein bisschen transparent, also ganz tolle Sache. Dann haben wir da noch so Verpackungsmaterial hier vom großen A, ne, was immer in den Paketen dazu kommt. Machen da so verschiedene Hintergründe und aus Buchseiten und Notenpapier und auch mit Stoff. So, und das Tolle ist, wie gesagt, man kann daraus schöne Umschläge machen, ne? Vor allem aus diesem, wie Seidenpapier ist das ja, diese Brottüten. Und dann habe ich hier schon so Papiere für ein kleines Journal vorbereitet. Da können wir irgendwas nehmen. Nehmen wir jetzt einfach mal das hier. Falten das zusammen. Dann haben wir hier ein schönes Cover, das sich auch noch ganz toll anfühlt. Ne? Also müsst ihr euch jetzt hier zugeklebt vorstellen. Ja, auf die Idee gekommen bin ich einmal, weil die liebe Sabine von Sabines Bastellust ein Video gemacht hat über Rasierschaum, ne? Die Rasierschaumtechnik, das verlinke ich euch auch unten, also guckt euch das auf alle Fälle mal an. Und ich habe auch ich mache gerade so einen Kunstkurs bei der Kunstakademie Würseln, die Homepage verlinke ich euch auch unten. Und da haben wir auch diese Technik mit Rasierschaum gemacht und die fand ich so toll und es hat so einen Spaß gemacht. Und deswegen gibt es heute dieses Video. Wir machen heute marmoriertes Papier und zwar auf grungige Art. Ich habe dafür alles rausgenommen, was ich an Resten und so weiter habe. Das Tolle ist, da kann man eigentlich alles für verwenden, was man schon lange mal quitt werden möchte. Zum Beispiel hier diese uralten Seidenmalfarben in Braun und Schwarz. Ne? Die kann ich jetzt endlich mal verwenden. Dann habe ich hier angemischtes Rostwasser. Dann habe ich hier Acrylfarben, so billige Dinger, die ich aufbrauchen möchte. Hier ist irgendwie so eine mit Gold, Tempera Metallic. Dann habe ich hier zwei Tinten in Braun und in Schwarz. Die werde ich dafür verwenden. Und schwarze Lebensmittelfarbe, die ich von einem Projekt mal hatte, also ein Backprojekt. Und Kaffee. Und den Kaffee möchte ich, also ganz normales Kaffeepulver, und das möchte ich gerne anmischen mit Wasser und vielleicht noch ein bisschen mit Thickening Medium. Da muss ich auch gucken, da werde ich mal ein bisschen rumspielen, auch mit dem Rostwasser. Das ist ja so wahrscheinlich zu flüssig und die Speisefarbe auch. Und damit ich das anmischen kann, habe ich mir noch so ein paar Eierbecher mitgebracht. Und dann habe ich noch als Rest so ein Kleber, Quatsch, das ist eigentlich so ein Wandfarbengedöns mit Glitzer drin. Sieht bestimmt auch toll aus. Ja, ich habe mich hier in der Braun-Schwarz-Range bewegt, weil ich ja Grungy-Papiere machen möchte, aber teilweise möchte ich als Highlight noch ein bisschen Türkis mit reinmachen, deswegen auch hier Reste, ne, alte Seidenmalfarbe und so ein bisschen rosa-pink, ne, deswegen auch Seidenmalfarbe und so eine Acrylfarbe. Ja, als Werkzeug habe ich hier einmal Schaschlikspieße, damit ich die Farben so verziehen kann und Pipetten, ne, für die flüssigen Farben hier. Und Handschuhe, ganz wichtig, weil das wird eine ziemliche Sauerei. Um den Rasierschaum dann abzuziehen, habe ich hier so einen Rakel vom Fenster. Ihr könnt da alles nehmen. Maurerkeller aus dem Werkzeugkasten, Spachtel aus der Küche, irgendwie ein Geodreieck, das ist völlig egal. Nach Möglichkeit aber nicht zu scharfkantig, ne, damit man das Papier nicht verletzt. Färben möchte ich. Ich habe hier verschiedene Papiere. Das ist einmal hier so was ganz Dickes. Und hier so das ist eigentlich für digitale Papiere auszudrucken, also für Fotopapier für einen Drucker. Das ist aber eigentlich nur die Ausnahme. Eigentlich möchte ich verwenden, ich weiß gar nicht, könnt ihr das jetzt sehen? Ich zeige es mal so hier. Das ist meine Kiste eigentlich von der Jelly Plate. Und zwar habe ich mir da, ich hole mal einfach so einen Stapel raus. Ich reiße mir, wenn ich so Papiere habe, reiße ich mir die oder schneide mir die gleich in so Stücke zurecht, die ich auf die Jelly Plate legen kann.
Ne, und das ist hier quasi alles. Also Packpapier vom Bäcker, Schnittmusterbogen, hier so anderes Packpapier, Bücher, Buchseiten. Also, wie man sieht, gehen wir oft zu diesem Bäcker. Ist aber ein Zufall, ne? Also ich habe da noch viel mehr. Also da habe ich halt die riesige Kiste. Die Papiere möchte ich alle verwenden. Also Upcycling der schönsten Art. Und dann habe ich hier noch ein paar Stoffe. Das ist hier von einer alten Bluse von mir, ne? Schöner weißer Baumwollstoff und so eine bereits eingefärbte Tischdecke mit Avocado und auch ein bisschen eingefärbt, so ein schönes altes Taschentuch. Ja, ich denke, legen wir einfach mal los. Und ach, das Wichtigste, was natürlich fehlt, ich habe hier 2 so Pullen Rasierschaum, geht überhaupt nicht um die Marke, die kosteten jetzt 95 Cent. Also da kann man echt das Billigste nehmen, was sie haben. Also da brauchen wir nichts mit für sensitive Haut, 2 Euro mehr oder nicht das für Frauen, auch gleich 2 Euro mehr. Also das Billigste aus der Männerabteilung, das tut's völlig. Ja, ich denke, fangen wir an. Ich räume kurz um. So, fangen wir an. Rasierschaum schön schütteln. Dann den soll man senkrecht, die Flasche soll man senkrecht halten. Puh. So. So verteilen, dass das nach Möglichkeit so eine recht ebene Oberfläche ist. Okay. So. Fangen wir mal an mit ein bisschen Seidenmalfarbe. Und dazu ein bisschen von der Speisefarbe. Da weiß ich noch nicht, ob es die Konsistenz jetzt tut oder ob wir die ein bisschen verdicken müssen. Wir werden es sehen. Und ein bisschen von der Acrylfarbe. Die ist auch nicht sonderlich fest, das ist ganz gut. Dann das Stäbchen. Und alles so ein bisschen verziehen. Okay. Und dann nehmen wir mal so eine alte Buchseite. Einfach rauflegen und so andrücken, dass das überall aufliegt und die Farbe aufnehmen kann. Auch nicht zu doll, weil sonst die Farbe wieder so quetscht, wie wir es nicht wollen. Hier sieht man auch schon, da kommt schon die Farbe von unten durch. Dann ziehen wir es einfach ab. Wir legen es zur Seite. Und so sieht das dann aus. Das hier können wir ja noch weiter verwenden. Nehmen wir mal jetzt hier schwarze Acrylfarbe dazu. Schwarze Seidenmalfarbe. Ein bisschen von dem Gold.
Okay. Jetzt nehmen wir mal eins von den dicken Papieren. So, witzigerweise, dieses Gold hier, das schmiert man so ab. Das zieht sich überhaupt nicht ein. Das ist quasi nur so eine Lagerschicht. Und wenn ich das hier rüberziehe, ziehe ich das komplette Gold ab. Ich lasse die Farbe hier jetzt einfach drauf und mache noch ein bisschen mehr Rasierschaum drauf. Denn selbst wenn sich das Braun jetzt, den Rasierschaum insgesamt ein bisschen einfärbt, stört mich das nicht. Dann habe ich halt als Hintergrundfarbe ein bisschen Braun. So, jetzt nehmen wir mal ein bisschen von der Wandfarbe. So. Und von der schwarzen Seidenmalfarbe und von der braunen Seidenmalfarbe. Und dann nehmen wir jetzt mal so ein altes Musikpapier. Hier sieht man auch schon wieder, wie das durchsaugt. So sieht das dann aus. Das lasse ich jetzt direkt mal so. Das gefällt mir nämlich mit diesen großen Wolken. Dann nehmen wir mal ein bisschen Pink dazu. Ein bisschen Rosenquarz Seidenmalfarbe. Und dann nehme ich jetzt mal so ein schön knisterndes Stück Bäckertüte. Das gefällt mir auch richtig gut. Und ich finde es auch schön, dass man von der anderen Seite die Schrift noch durchsieht. Okay, ich finde, hier ist jetzt noch genug Pink drin. Da können wir noch mal ein bisschen von dieser Farbe nehmen, von der Wandfarbe mit Glitzer. Und dann nehmen wir mal ein bisschen Packpapier. So. Ich muss sagen, das gefällt mir noch mit am besten. Durch den braunen Untergrund ist das so richtig schön grungig.
Und da lege ich so, wie es ist, direkt noch was drauf, weil ich das vom Muster her sehr schön finde. Dann noch mal ein Stück Packpapier. So. Sehr schön. Okay, jetzt habe ich hier noch jede Menge Farbe auch am Rand. Ich schmiere das einfach jetzt hier noch mal rein, denn der Rasierschaum ist ja noch da. So, dann gibt das hier einmal schon schöne Farben. Dann machen wir noch ein bisschen Schwarz drauf als Kontrast. Die Seidenmalfarbe. Und ein bisschen Raw Amber Acrylfarbe. Okay, also ein Seidenpapier. So. Ja, das ist jetzt nicht so der Burner, oder? Ja. Also ich muss sagen, mit diesem braunen Packpapier, das gefällt mir am allerbesten. Das saugt die Farben richtig schön auf und hat auch durch das Braun einen richtig tollen Hintergrund. Okay, das ist mir jetzt zu matschig. Ich wasche das alles mal aus und dann machen wir noch mal mit Kaffee und auch mit Türkis. So, jetzt habe ich mir so eine Kaffeemischung angemischt und zwar sehr stark. Und habe mir jetzt das Türkis parat genommen und hier die 2 Tinten. Da habe ich mir oben schon Löcher reingepiekst. So, machen wir das jetzt mal mit denen. Rasierschaum noch mal schütteln. Gut, dann kommt mal der Kaffee mit einer Pipette. Ein bisschen schwarze Tinte. Und ein bisschen türkisfarbene Seidenmalfarbe. Stäbchen. So. Ich finde das total schön. Und ich finde es auch schön, dass da noch die Schrift durchkommt. Nochmal schwarze Tinte. Also ein Packpapier, hier ist schon ein grüner Fleck drauf, passt ja auch gut. So. Ich finde, es könnte noch ein bisschen mehr Braun mit rein. Ach,
den Kaffee. Ganz vergessen. Da müssen wir ja auch gleich noch mal das Rostwasser nehmen. So, dann nehmen wir noch mal so ein Musikpapier. So, das finde ich auch total schön. Okay, also die Butterbrottüten, Packpapier und Musikpapier. Hier mache ich jetzt einfach aus Scherz mal ein bisschen von dem Rostwasser mit rein. Oh, das zischt. Neue Pipette. Und dann vielleicht noch ein bisschen Kaffee drauf, weil das ja auch immer toll zusammen reagiert. So. Das enttäuscht mich jetzt. Vielleicht ist der Kontrast zum braunen Papier nicht stark genug. Aber vielleicht wird es noch besser, wenn es trocknet. Geben wir ihm eine Chance. So, kratzen wir den Kram mal wieder zusammen. Irgendwohin ist die braune Tintenpatrone jetzt verschwunden. Die wollte ich eigentlich auch noch nehmen. Irgendwie ist die jetzt weg. Okay, nochmal ein bisschen von dem Türkis drauf. Bisschen Seidenmalfarbe. Bisschen schwarze Tinte. Bisschen braune Farbe. Oh, die ist auch noch zu. Okay. Ein bisschen Kaffee. Und ein bisschen Rost. Genau, dann nehmen wir jetzt mal ein helleres Papier. Dann schauen wir mal, ob man davon dann was sieht. Nehmen wir mal so eins. Ach, da ist die Patrone. Ja. Keine Ahnung, wie die jetzt hier in die Schale kommt. Okay, die Farben kommen natürlich auf dem weißen Untergrund am besten raus. Okay, ich spüle die Wanne noch mal aus und dann nehmen wir einen neuen Schaum. Gut, dann haben wir ja noch nicht mit Stoff probiert und ich habe festgestellt, dass diese ganz dünnen Sachen, also wie jetzt zum Beispiel die Tinte, nicht so wirklich gut funktioniert.
Ne? Also die Seidenmalfarbe, das geht, aber rein grundsätzlich fand ich das Arbeiten mit den etwas dickeren Dingern einfacher. So, und da ich aber gerne noch den Kaffee nehmen möchte und auch noch was von dem Rostwasser nehmen möchte, werde ich jetzt nochmal versuchen, das anzudicken. Ne? Also wie schon gesagt, dieses Thickening Medium mache ich hier einfach mal was rein. Nicht zu viel, wir wollen es ja nur mal probieren. Und ein bisschen, boah, das saut immer so. Da habe ich hier im Tisch auch schon ein Muster von dem, unten von dem Ring, weil ich das Glas mal so auf dem Tisch stehen hatte. So. Wir tasten uns mal ran. Bisschen zu dick. Ja. Das ist jetzt so ähnlich wie Acrylfarbe, würde ich sagen. Nehmen wir noch ein kleines bisschen. Ja, probieren wir das mal und in den Kaffee hier auch ein bisschen rein. So mischt sich das gar nicht richtig. Also erst das Medium, da in die Flüssigkeit reinträufeln. Womit mische ich das denn jetzt mit dem Pinsel am besten? Also das geht jetzt nicht so gut. Erstens ist es noch klumpig. Machen wir einfach ein neues. So, nochmal, neues Glas. Medium rein. Kaffee rein. Okay. Schöne Konsistenz, das nehmen wir. Riecht auch gut. Nochmal schütteln. Okay, nehmen wir als erstes jetzt mal den Stoff. Verschiedene Brauntöne. Und ein bisschen schwarz. Und vielleicht noch ein bisschen Türkis für den Kontrast. So. Ach, jetzt habe ich den Kaffee schon wieder. Und dann, ja, ist der Kaffee. Und Rost. Nehmen wir mal den vorgefärbten Stoff. Schau mal. Irre, oder? So, da kommt gleich noch wieder Neues drauf. Der Rost. Kaffee. Das dunklere Türkis. Das hellere Braun.
nehmen wir jetzt mal ein Stück von dem weißen Stoff. Auch schön, ne? So, restliche Rost drauf. Den Kaffee drauf. Noch ein bisschen schwarz als Kontrast. Helles Türkis. So, das hier, das sind übrigens meine Favoriten. Das sind die Drucke auf dem alten Notenpapier. Also ich finde das durch den Hintergrund und dadurch, dass man die Noten noch sieht und das Papier ist schon eingefärbt, das finde ich also wirklich traumhaft schön. So, und das kann ich ja jetzt entweder so als Falten und als Seite im Journal benutzen, oder ich benutze das außen als Journal Cover, oder ich zerreiße es und benutze es für Collagen. Also da habe ich ja jetzt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Dieses hier finde ich auch ganz nett. Da sind natürlich jetzt, hier ist kein Türkis bei, also kein sonderlicher Kontrast von den Farben, aber so finde ich das eigentlich auch sehr schön. Dann haben wir 2 weiße Papiere. Finde ich zwar auch sehr schön, weil die Farben toll zur Geltung kommen, aber grundsätzlich ist mir das, ich meine, gut, kann man noch ein bisschen mit Kaffee einfärben, aber ist mir das zu weißgründig, ne? Das passt nicht so gut zu dem, was wir wollen. Ja, dann kommen diese hier, die finde ich auch sehr, sehr schön. Das sind die auf dem Packpapier, da haben wir ja eigentlich auch jede Menge von. Kommt, finde ich, auch sehr toll zur Geltung. Muss man nur ein bisschen aufpassen, dass man eine Kontrastfarbe dabei hat. Also finde ich, ne? Also für meine Verhältnisse. Also hier fehlt mir ein bisschen schwarz. Achso, das ist übrigens das mit dem Rost. Hier sieht man den Rost auch, ne? Und der bewirkt im Hintergrund, dass sich das Braun so ein bisschen in Weiß auflöst. Also auch nochmal eine interessante extra Textur quasi hier auch. Ja, dann hier mit dem Pink, ne? Das ist auch schön kontrastreich. Dann haben wir dieses Butter, also dieses Papier vom Bäcker, ne, womit Kuchen und Brötchen und so eingepackt sind. Das finde ich auch sehr schön. Muss man sich natürlich auch alles noch, ne, die Ränder muss man sich jetzt so wegdenken. Und dann finde ich das auch sehr schön. Auch dadurch, dass der Hintergrund halt durchkommt, ne? Hier von der Ursprungsbäckertüte. Und dadurch, dass das knistert, kann man da auch ganz toll machen. Am besten machen wir hier gleich mal einen Umschlag raus. So, das hier und das hier knistert alles schön, sind alles verschiedene Tüten. Dann kommt der Stoff, finde ich auch sehr schön. Dieses hier ist mir wieder ein bisschen zu kontrastarm, ne? Aber wenn man das jetzt sich hier so zurechtschneidet, so als kleines Journal-Cover oder so, oder auch als Seite im Journal oder auf Tags kleben als Hintergrund, also die Möglichkeiten sind endlos, ne? Genauso das hier, wenn man sich das so vorstellt, als Journal-Cover. So, ne? Und dann hier noch einen schönen Fokuspunkt drauf, also finde ich auch sehr schön. Und dann hier diese Seiten, da habe ich jeweils einfach mit Papier die letzte Farbe abgenommen, ne? Also wenn ich jetzt diese Drucke hier quasi jetzt, wenn ich damit fertig war, dann war ja immer noch ein bisschen Farbe auf dem Schaum. Und die habe ich einfach abgenommen, indem ich da so ein bisschen Papier draufgelegt habe. Das für Collagen und so weiter finde ich das immer noch sehr, sehr schön. Und ich habe die Farbe noch gleich verwendet, ne? Und nicht in den Ausguss gespült. Ja, das hier ist doch echt schön. Hier. Also das lohnt sich schon, da am Schluss noch mal einfach so ein Blatt drauf zu legen. Ja, dann bedanke ich mich bei allen, die mich dazu inspiriert haben, und wünsche euch viel Spaß beim Gestalten, kreativ sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, danke fürs Zuschauen.